Mit dem Phoenix Block 2 Update wurde aus einem A320 Flugzeugmodell plötzlich zwei. Eins mit CFM Engines und eins mit IAE Engines. Das bedeutet aber auch, dass all deine Liveries, die du für den Phoenix V1 installiert hattest, nicht mehr funktionieren. Und ja, auch deine Ryanair Livery funktioniert nicht mehr. Beim Phoenix V2 liegt einfach ein neues Flugzeugmodell zugrunde. Technisch gesprochen referenzieren die Liveries auf Dateien vom Phoenix V1, die es nach einem Update auf V2 einfach nicht mehr gibt. Und was bedeutet das jetzt? Müssen jetzt alle Liveries neu installiert werden? Können die alten nicht mehr verwendet werden? Gibt es überhaupt schon neue Liveries? Und kann man die Liveries vom Phoenix V1 nicht irgendwie kopieren und so abändern, dass sie für den Phoenix V2 irgendwie funktionieren? Das sind alles gute Fragen, die ich dir hier mit diesem Video jetzt beantworten werde. Ich bin der Mario und herzlich willkommen auf meinem Kanal SimSites. Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass das Phoenix Block 2 Update ja eigentlich eine Menge positive Neuerungen und Features mit sich bringt. Dass die Liveries alle erstmal neu erstellt werden müssen, das soll uns jetzt mal nicht die Laune trüben. Und ja, ich weiß, es gibt aktuell noch keine Ryanair Livery, das heißt die harten Landungen, die so Spaß machen, die müssen jetzt mit einer anderen Airline durchgeführt werden. Kommen wir mal zur ersten Frage. Können die alten Liveries noch verwendet werden? Nein, können sie leider nicht. Die können wir alle löschen, deaktivieren, wie auch immer. Die haben absolut keine Funktion mehr. Schauen wir uns noch kurz an, woran das liegt. Im alten Phoenix V1 haben wir pro Livery einen Ordner direkt im Community-Ordner bekommen. Jetzt im neuen Phoenix V2 gibt es einen Ordner, der nennt sich FNX Aircraft 320 Liveries und da drin stecken dann alle Liveries unter dem Ordner Airplane drinnen. Das ist schon einmal der erste Unterschied. Der zweite Unterschied ist ein bisschen der Dateiinhalt. Wenn wir uns das Ganze dann noch im Detail anschauen, schauen wir uns eine Livery an. Da gibt es dann den Ordner SimObjects, eine XML und zwei JSON-Dateien. Im Ordner SimObjects gibt es einen Ordner Airplanes. Da kommt dann tatsächlich die eigentliche Livery. Hier kommt dann noch einmal eine Aircraft-Config und ein Manifest und die Texturdateien. Wenn wir uns das Ganze jetzt in der neuen Welt vom Phoenix V2 ansehen, da haben wir ja unseren gemeinsamen Ordner, dann haben wir hier wieder zwei JSON-Dateien, SimObjects, dann auch wieder Airplanes und hier haben wir anstelle von einer Livery wohl alle in einem. Das heißt, bis jetzt sind die Pfade ja von der Struktur her relativ gleich. Hier gibt es zwei Dateien und den Texturordner. Wenn wir da jetzt noch weiter schauen, haben wir eigentlich auch zwei Dateien, eine Aircraft-Config und eine Livery-Data-JSON und eben den Texturordner. Und in der alten Welt ist es eine Aircraft-Config und die Manifest-JSON und die Texturordner. Die Liveries zu den beiden neuen Triebwerk-Varianten bekommen wir über den Phoenix Livery Manager. Dort können wir auch filtern, welchen Triebwerktyp wir haben wollen. Eben CFM, so wie früher, aber es sind neue Liveries oder eben die neue IAE-Welt, wo man dann quasi ein bisschen weniger Liveries findet, aber es wird mit der Zeit immer mehr nachkommen. Das hat der Phoenix-Entwickler versprochen. Und wenn wir hier jetzt noch beim Beispiel bleiben, Ryanair, gibt es leider keine Liveries. Es wundert mich eigentlich eher ein bisschen, weil ich glaube, die Leute fliegen ganz gern mit Ryanair. Die Airline verzeiht einfach harte Landungen und solange man es einfach noch nicht besser kann, als hart zu landen, ist Ryanair eine super Option, oder? Unter My Liveries können wir uns dann ansehen, was bereits installiert ist und hier sehe ich auch schon, bei der Austrian gibt es ein Update, das werden wir uns gleich runterladen. Bei der Star Alliance auch, na bitte, da machen wir gleich mit. Alle drei Austrians sogar. Lufthansa ebenso, ja, da tut sich was. Also wie gesagt, es tut sich hier eine Menge. Die Lauda Liveries von IAE, das ist eine der wenigen, die ich ganz gerne nutze. Und ansonsten bin ich, wie ihr mich kennt, immer mit der Austrian Airlines unterwegs, wenn es geht. Es ist einfach eine super Airline. Andere Liveries können natürlich wie gewohnt von FlightSim.to runtergeladen werden, da einfach den Phoenix A320 eingeben, dann idealerweise danach gleich gruppieren und dann die gewünschte Airline einfach mal eingeben. Wenn man hier auch noch einmal schaut, Ryanair, schauen wir leider vergeblich durch die Finger, die sind alle 2 Jahre alt, das heißt, die passen einfach schlichtweg nicht zum Phoenix V2. Den hat es ja vor 2 Jahren noch nicht gegeben. Jetzt waren wir schon in den Tiefen des Community-Verzeichnisses drin, kann man die Liveries nicht irgendwie kopieren, wenn man eigentlich genau weiß, wo sie hingehören? Und genau das werden wir uns jetzt anschauen. Wenn dich die technischen Details nicht interessieren oder das Ganze einfach zu wild ist, dann überspring das Kapitel gerne und spring direkt zum Ergebnis. Das Ergebnis, ob es funktioniert oder nicht, das verrate ich jetzt nicht vorweg, du musst schon dranbleiben und selber schauen. Ich bin ziemlich IT-affin und habe versucht, die Liveries vom Phoenix V1 mal für den Phoenix V2 zu kopieren, beziehungsweise in die Form zu bringen, sodass sie passen könnten. In den Livery-Dateien vom Phoenix V1 sind einige Stellen, die auf die Dateien vom Phoenix V1 hinzeigen, den es ja eben nicht mehr gibt und genau die habe ich versucht anzupassen. Natürlich auf gut Glück. Das heißt, ich habe versucht, alle Stellen so zu ändern, dass sie auf den neuen Dateipfad vom Phoenix V2 zeigen und ich mir eben vorstellen könnte, dass es funktionieren könnte.
Die Betonung liegt auf könnte. Es ist ein Techie-Versuch und ich möchte auch einfach gern zeigen, ob man Liveries kopieren kann oder eben nicht. Damit du das Ganze selber nicht ausprobieren musst, habe ich dir dieses Video gedreht. Und jetzt wird es aber wirklich technisch. Jetzt schauen wir uns das Ganze an und versuchen, die Liveries vom Phoenix V1 am Beispiel Ryanair für den Phoenix V2 in Form zu bringen. Dazu öffnen wir uns mal die beiden Ordner. Einmal den Ordner, wo die Livery tatsächlich liegt von Ryanair und einmal den Community-Ordner, wo eben der gemeinsame Ordner mit all den ganzen Phoenix Liveries liegt. Genau, ich gehe mal her und nehme mir diesen Ryanair und erstelle mir eine Kopie, füge den da mal neu ein, damit ich auf jeden Fall, sollte ich irgendwann einmal auf den V1 zurückgehen wollen, was ich nicht glaube, wieder zurückgehen kann. Genau, jetzt fügen wir hier einen Unterstrich V2 hinzu, einfach damit der Name ein anderer ist. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir starten hier mit der Manifest-JSON und wir sehen hier schon, der verweist hier auf den Namen FNX 320. Wenn wir jetzt drüben schauen, in dem neuen Ordner, können wir uns das Ganze vergleichen. Wir legen die Dateien nebeneinander, haben hier schon einen Unterschied. Das heißt, wir sehen hier, abgesehen davon, dass die Größe eine andere ist, dass die Ryanair Livery tatsächlich auf eine Dependency, auf eine Abhängigkeit verweist, die es bei uns nicht gibt. Das heißt, wir versuchen da jetzt diesen Block hier komplett zu übernehmen, die ganze Zeile. Ersetze ich hier mal, dann schauen wir weiter. Wir haben ja, glaube ich, bei den Versionen noch ein Problem oder einen Unterschied. Das nehmen wir auch noch mit. Das heißt, Package Version bis zum Komma schaut eigentlich gut aus. Und wenn wir jetzt hin und her switchen, ist eigentlich nur noch der Name, der Titel ein anderer. Passt. Das heißt, die Datei haben wir, glaube ich, mal im Griff. Dann schauen wir weiter in die SIM-Objects, beziehungsweise schauen wir da mal weiter in die Layout-JSON. Die schaut hier eigentlich ganz brav in die richtigen Strukturen hinein. Das schaut eigentlich in Ordnung aus. Dann schauen wir in die SIM-Objects und haben da die Aircraft-Config, öffnen die mit dem Editor und sehen hier auch wieder, der geht wieder in den Base-Container, den es nicht gibt. Das heißt, wir schauen uns auch hier weiter an, am Beispiel einfach der ersten Livery, was denn hier konkret drin steht. Und hier, wenn man schaut, da ist ein bisschen mehr Unterschied. Wir sehen auf jeden Fall schon mal den Base-Container, der ist ein komplett anderer, das war zu erwarten. Den ersetzen wir jetzt auch einmal. Und dann haben wir hier unten noch einige paar Parameter mehr. Ich schätze mal, der Phoenix bringt viele neue Einstellungen mit. Das heißt, es schadet sicherlich nicht, wenn man die in der Datei von dem auch noch einfügt. Man weiß ja nie. Und das, was vorher drin war, lassen wir auch einfach mal auf gut Glück drin. Das ist, wie gesagt, das ist ein gut Glück-Versuch. Er ist sehr techy, er könnte gut gehen, könnte aber auch schief gehen. Wir finden es ja gerade erst raus. Gut, dann schauen die beiden Dateien jetzt an sich gleich aus und die Aircraft-Dateien bin ich eigentlich auch zufrieden, wenn man dann noch einmal hin und her switcht, das schaut in Ordnung aus. Und jetzt wird es Zeit, das Ergebnis anzusehen und den Flugsimulator zu starten. Wenn du deine Liveries genauso mit einem Tool verwaltest, damit du den Überblick bewahren kannst, dann starte das. Du wirst deine Livery dort erst noch aktivieren müssen, sonst wird sie im Flugsimulator nicht geladen. Das machen wir jetzt noch kurz. So, da ist auch schon der Add-ons-Link. Wir gehen in die Liveries. Wir haben hier unsere neu kopierte Version von Ryanair V2 mit dem wunderschönen Vorschaubild, aber eben nicht aktiv. Ich aktiviere das Ganze und schließe den wieder und starte den Flugsimulator. Der Flugsimulator ist jetzt gestartet und jetzt können wir uns das Ergebnis anschauen, ob das Ganze funktioniert hat. Schauen wir in die Weltkarte. Der Airbus A320 CFM ist schon mal da zur Auswahl. Das ist schon mal gut und jetzt wird es spannend. Ich klicke. Tada, wir haben hier Ryanair. Da schau her. Okay, spannend. Bei den Lackierungen steht er auch zur Auswahl, Airbus Ryanair. Ja, dann hat ja das ganze Herumkopieren ja momentan mal funktioniert. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal am Flughafen Wien an, oder? Ich glaube es ja erst, wenn es wirklich da ist. Dann spawnen wir mal. Sehr spannend, muss ich sagen. Damit hätte ich fast nicht gerechnet, aber gut. Wenn man alle Stellen so ändert, dass es zusammenpasst. Ja, okay, da sehen wir schon, was uns dann begrüßt. Ein Flugzeugmodell in rosa. Ich gehe mal bereit zum Fliegen. Ah, okay, ja, mit sowas habe ich gerechnet, ehrlicherweise. Das heißt, wir haben da jetzt eigentlich nur das Modell und keine Texturen. Wenn wir da so schauen, naja, nicht einmal Fenster. Ah, das ist lustig. Schauen noch da raus, das Overhead-Panel, okay. Würden die Knöpfe gehen? Ja, die Knöpfe würden sogar gehen, lustigerweise. Ja, es fehlen tatsächlich einfach nur die Texturen. Die Innenansicht, ja, die ist auch nice. Schaut eigentlich ganz spannend aus. Habe ich auch so in der Form noch nie gesehen. Dann schauen wir uns mal das Außenmodell an. Ist auch nicht wirklich besser. Ich meine, es ist eh klar, das war zu erwarten.
Irgendwie hat das was, wenn das da so rosa verpackt dasteht, so wie ein kleines Geschenk, was man noch auspacken muss. Gut, aber damit haben wir bewiesen, dass es nicht funktioniert. Dass es auf jeden Fall mehr Arbeit ist, als einfach nur 2, 3 Pfade in den Dateien anzupassen und gut ist. Das erklärt auch, warum wir bis heute noch keine Ryanair Livery haben auf Flight Sim TO, weil es halt einfach wirklich nicht so einfach geht. Das muss man einfach wirklich von neu machen. Eine Challenge wäre ja fast noch, dass man mal so abhebt, oder? Kann man mit dem Flugzeug so fliegen? Man hat zwar keine Displays und alles ist zwar eigentlich ohne Funktion, aber theoretisch, schauen wir uns das Ganze mal an, kriegen wir die Batterie zum Laufen, wir schalten die Batterie ein, wir schalten die externe Power ein, ja, das schaut eigentlich in Ordnung aus. Die Packs drehen wir auf, das ist ja eigentlich ein wunderbarer Test, kenne ich mich aus oder kenne ich mich nicht aus? Wir müssen hier die ADIRS eigentlich noch aktivieren, wo sind denn diese Drehregler? Sind die da? Oh, die finde ich jetzt gerade nicht. Ja, die finde ich gerade nicht. Ich glaube, das war's nicht. Dann hier die Emergency Lights wollen wir noch anstellen, dann kann man die Lichter dann noch aufdrehen, das geht auch soweit. Die APU kann man hier so anscheinend noch starten. Dann drehen wir die APU auch nochmal auf. Ist ja witzig. Da unten haben wir auch noch ein paar Schalter, da kann man auch überall klicken, es ist fein, fein. Schauen wir uns das Overhead Panel mal so an. Da kann man dann noch die Brightness erhöhen. Ja, man sieht sogar, das Licht geht da oben an, wenn man da schaut. So, jetzt dreht das Licht wieder auf. Da ist, glaube ich, der Button zum Testen. Ja, also man sieht schon, es sind Teile da. Es fehlt tatsächlich wirklich eigentlich nur die Textur. Das eigentliche Bild, damit man weiß, welche Farbe das hat. Oder einfach, damit das Ding weiß, was es anzeigen soll. Jetzt sehen wir wirklich nur das Modell. Wäre doch wirklich eine Challenge, mal so zu fliegen, oder? Würde ich das schaffen? Soll ich diese Herausforderung annehmen? Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich diese Challenge akzeptieren soll. Wenn sich genug Leute finden, dann gehe ich das an. Gut, damit haben wir uns bewiesen, dass die Liveries nicht einfach so kopiert werden können und dass die Entwickler tatsächlich ihre Zeit brauchen, um diese Liveries für die beiden neuen Flugzeugmodelle oder halt jeweils nur für eines davon bereitzustellen. Sobald das erledigt ist, können wir es über den Phoenix Livery Manager downloaden und uns daran erfreuen. Ich hoffe, damit sind all deine Fragen bezüglich Liveries zum Phoenix V2 beantwortet. Also nein, sie können nicht kopiert werden und ja, es gibt schon Liveries zum Downloaden im Phoenix Livery Manager, auch schon auf Flight Sim TO, aber halt noch weniger. Die kommen jetzt mit der Zeit nach und die Entwickler haben versprochen, dass die nach und nach im Phoenix Livery Manager bereitgestellt werden. Wenn dir das Video gefallen hat oder geholfen hat oder du heute Einblicke bekommen hast in die Tiefen des Community-Ordners in einen Mod hinein, wo du dir eigentlich gedacht hast, das hat mich bis jetzt nicht interessiert, aber es war interessant, jetzt kenne ich mich aus, dann lass mich's wissen, schreib's mir gerne in die Kommentare und erzähl allen in der Flight Sim Community davon, dass man Liveries nicht kopieren kann. Man muss einfach warten, bis die ordentlich für die jeweiligen Triebwerkvarianten bereitgestellt werden und dann können wir sie auch installieren. Wenn du wissen möchtest, wie du die benutzerdefinierten Kameras vom Phoenix V1 auf den Phoenix V2 in wenigen Klicks übernehmen kannst, dann schau dir dieses Video unbedingt an. Ich erkläre dir das im Detail, das geht ganz einfach. Wenn du keine weiteren Videos über Flugsimulation von mir verpassen möchtest, dann lass ein Abo da und klick auf die Glocke. Wenn du bereits zu meinen Abonnenten gehörst, dann vielen, vielen lieben Dank. Es ehrt mich, es freut mich, dich an Bord zu haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba.